Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian, ich entwickle Spiele und ich habe hier ein kleines Kurztutorial für euch vorbereitet. Da geht es um einen einfachen Highscore-Manager. Also gleich vorneweg, ihr braucht dieses Skript hier nicht abschreiben, wenn ihr es wollt, sondern ihr könnt euch das kostenlos meiner Patreon-Seite runterladen. Ihr müsst dafür nicht Unterstützer sein. Wie gesagt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Manager ist in der Lage, mehrere Schwierigkeitsstufen oder mehrere Highscores zu speichern. Man hat die Möglichkeit, diese mit einer ID zu kennzeichnen. Also hier in dem Fall habe ich jetzt Easy und Hard. Dann hat man die Möglichkeit, hier den Filename anzugeben. Also das ist ein lokaler Highscore, der speichert im Dateisystem. Man hat die Möglichkeit, den Spielernamen hier schon mal voranzugeben und dann gegebenenfalls über das Skript auch zu ändern. Dann wird ja auch gespeichert die letzte genutzte ID, also hier in dem Fall Easy oder Hard wären das. Das ist praktisch, wenn der Level gewechselt wird. Also wenn ihr in einem Level zum Beispiel den Highscore setzt, aber in einer anderen Szene dann den Highscore anzeigen wollt. Dann müsst ihr ja wissen, welcher zuletzt benutzt wurde. Das könntet ihr euch also irgendwo speichern, aber das Skript hier übernimmt es auch und speichert immer die zuletzt genutzte ID ab. Dann hat man noch die Möglichkeit einzugrenzen, wie viele Einträge im Highscore überhaupt gespeichert werden sollen. Also ich starte das Ganze mal kurz. Also hier ist jetzt schon ein bisschen was drin in dem Highscore. Der heißt Hard und ich nehme jetzt aber mal den leichten Highscore. Schreibt mal da 1000 Punkte rein, setzt die. Jetzt seht ihr, kriegen wir das angezeigt, weil es wird automatisch quasi, wenn ich hier drücke, wird das angezeigt. Das macht mein Testskript. Hier das. Das hat aber mit dem Highscore Manager an sich nichts zu tun. Und ihr seht, das wird also richtig sortiert. Es werden auch nicht mehr als 10, also das funktioniert so. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, mit dem Skript den Spielernamen zu setzen. Ab dann wird das eben unter dem neuen Namen abgespeichert jeweils. Dann kommen wir zu den Methoden, die dieses Skript bietet. Also zuerst mal hat man eine öffentliche Methode, die ein Boot zurückgibt, ist Highscore. Da könnt ihr die ID reingeben, den Score und sagen, in welche Zählrichtung, also ob der höchste Highscore der erste ist in der Liste ganz oben oder andersrum. Und dann bekommt ihr zurück, ob es sich um einen Highscore handelt. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn ihr vom Spieler noch die Eingabe des Spielernamens haben wollt und das bevor der gespeichert wird, dann könnt ihr vorher fragen, also ist dieser Score ein Highscore und nur dann den Dialog einblenden zum Spielernamen eingeben, wenn das der Fall ist. Dann haben wir hier eine öffentliche Methode getHighscoreList und da kommt ein Highscore-List, also eine Klasse Highscore-List zurück. Wie die genau aussieht, zeige ich euch gleich. Hier gibt es dann noch eine zweite, getHighscore as Text Columns, also als Spalten, als Textspalten. Und da kriegt ihr ein String Array zurück. Und der Eintrag 0 ist das hier, die Ranks. Der Eintrag 1 sind die Namen. Der Index 2 von dem Array sind dann untereinander die Scores. Also das ist ganz praktisch, wenn man sich so eine Liste wie hier ausgeben will, dann könnte man diese öffentliche Methode nehmen. Dann gibt es hier noch dieses Last Used ID. Das wird praktisch, wenn man die Szene gewechselt hat und wissen möchte, welcher Highscore zuletzt benutzt wurde. Hier unten gibt es dann Property, Player Name, die kann man setzen und holen. Hier gibt es dann noch New Highscore Entry, da kann man also einen neuen Eintrag erzeugen. Bevor wir uns jetzt das Skript angucken, hier ganz nochmal kurz ein, ein Blick auf dieses Testskript. Mit diesem Testskript wird also hier dieser Highscore Manager angesprochen. Der befindet sich aber in einer anderen Szene. Ich mache das meistens so, dass ich also so eine Manager in eine andere Szene mache. In dem Fall hier habe ich die Management Scene genannt. Diese Scene, die wird also einmal am Anfang vom Spiel geladen und bleibt immer drin. Also dieser Highscore Manager, der fliegt nie wieder raus. Der ist dann das ganze Spiel über aktiv und auf den kann dann einfach zugegriffen werden und könnt dann eben seine Methoden, zum Beispiel hier New Highscore Entry oder Last Used ID und so weiter, das sehen wir gleich, benutzen. Und jetzt schauen wir uns mal den Highscore Manager als Skript an. Ihr müsst das aber nicht so machen mit mit der extra Management Scene und dem Highscore Manager darin, sondern ihr könnt den Highscore Manager auch direkt in der Szene haben, wo ihr ihn braucht. Also sowohl da, wo ihr abspeichert, als auch dann dort in der Szene, wo ihr den Highscore anzeigt. Dann ist es aber eben so,
dass der Highscore-Manager sich dann jeweils die Daten aus der Datei laden muss. Das dauert dann eben kurz. Natürlich nicht lang, ist ja nur ein bisschen Text, aber trotzdem. Aber wie gesagt, ich mache das meistens so, dass ich den Highscore-Manager immer da habe in einer extra Szene und dann auch immer zugreifen kann. Okay, also ich möchte jetzt hier nicht alles so ganz haarklein erklären. Das führt jetzt in dem Kurztutorial hier ein bisschen zu weit. Ihr könnt euch das, wie gesagt, runterladen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne auf YouTube. Ich antworte sehr gerne. Ganz kurz möchte ich mal durchgehen. Also diese oberen 3 Klassen hier, diese Klassen sind eigentlich nur da, um Daten zu speichern. Einmal einzeln, einen einzelnen Highscore-Eintrag hier, dann eine Liste aus diesen Highscore-Einträgen plus die ID zum Raussuchen, also damit wir diese Liste dann finden können von außen. Und hier sind die gespeicherten Daten drin, die Daten, die dann im JSON-Format als Datei abgespeichert werden. Dann kommt hier der Highscore-Manager selbst mit den Feldern, die wir vorhin schon gesehen haben, also diese ganzen Listen, die wir zuweisen konnten und so weiter und wo wir weitere Highscores einfügen könnten. Also das ist das hier, dann der Filename, Playername, LastUsedID und die Max-Entries. Und hier ist nochmal eine Variable mit dem Pfad. Dann haben wir hier noch 2 Properties, die uns die LastUsedID zurückgeben oder setzen lassen und den Playername zurückgeben oder setzen lassen. Dieses Persistent Data Path, das gibt uns Unity. Das ist auf jeder Plattform eine andere, deswegen macht man das so mit Persistent Data Path. Dann haben wir hier ein paar Methoden. Diese ist hier, um einen neuen Highscore-Eintrag zu erstellen. Hier wird zuerst geguckt, ob es überhaupt eine Highscore ist, mit der entsprechenden Methode weiter unten. Und dann wird hier eine neue Instanz von Highscore-Entry erstellt, als zugewiesen. Die Liste wird hier nochmal sortiert. Dann wird hier die Liste geholt. Wenn sie da ist, geht es hier unten weiter. Der Eintrag wird reingeschrieben. Die Liste wird sortiert nochmal. Und wenn das Listenende erreicht ist, also die maximalen Einträge, dann wird der letzte Eintrag hier entfernt und das Ganze wird dann abgespeichert. Und hier wird sortiert. Das hier ist Bubble Sort Algorithmus. Man könnte natürlich auch eine Sort-Methode nehmen, aber ich habe das jetzt hier so gelöst einfach mal. Hier kann man sich die Highscores als Text ausgeben lassen, also in 3 Spalten. Also zuerst der Rang, dann der Name und dann die Scores untereinander als Textspalte. Und dann hier unten schauen wir uns nochmal kurz die beiden Methoden an zum Speichern und Laden. Da kommt hier also File von System ins Spiel, lädt hier einen JSON-String aus der Datei und aus diesem JSON-String wird dann mit der JSON-Utility-Form JSON die Klasse SaveHighScore-Data erzeugt und hier zugewiesen und hier genau andersrum das Spiel. Und zwar wird hier erst die SaveHighScore-Data-Klasse erzeugt und die Variablen zugewiesen und dann wird aus der Klasse SaveHighScore-Data ein JSON-String erzeugt und dieser JSON-String wird dann in die Datei geschrieben. Also, wie gesagt, guckt euch das in Ruhe an. Das ist eigentlich, denke ich mal, gut nachzuvollziehen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich hoffe, ihr abonniert, lasst mir ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.